Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Aber ich bin trotzdem so neugierig. Und ich musste mir das angucken und... ich bin auf einmal nicht mehr so neugierig. Oh, scheiße. Ja. Ist doch nur Level 80. Das ist ja ein Handumdrehen erledigt. Aber warum nicht? Ja, wir machen ihn fertig. Er kann nicht mehr. Er hängt am Boden. Ich sehe es. Der hängt irgendwie, macht er nichts mehr. Was ist eigentlich für ein Angriff, den du da machst? Ich sehe schon, 50 Schaden, 66. Wir machen dich so fertig. Aua. Okay. So, jetzt töte mal. Los! Los, ich weiß, du schaffst es. Ihr schafft es. Ich sehe es an euren Damage. 16. Der hatte ja nur 80.000. Da kommt man mit 16 weiter. Ist das sinnlos, hier jetzt so rumzulegen und die zu beobachten? Das ist doch auch mal schön. Na gut. Nochmal. Ja, wahrscheinlich. Ich habe das Gefühl, dass es nichts bringt, wenn wir es nochmal machen. Alles klar, Level 80. Ja, weißt du, ich will nicht behaupten, dass das übermütig war, aber es war recht übermütig. Jetzt können wir auch überall wieder hier hin teleportieren. Seehafenhöhe, da... Hier, Nähe der großen Morganfälle. Ich denke mal, da wird es sein. Also jetzt geht es wieder richtig weiter. Das war jetzt nur mal ein kleiner Ausflug in die Drachenwelt. Besonders gründlich suchen. Da steht schon, genau. Und hier, meine ich, ist das nämlich. Aber wir haben hier erstmal noch eine Aktion. You mean the suspicion that she was communicating secretly with the Roland's Empire? Yeah. I heard that she got arrested for that. It was probably just a false accusation to lure you into war. Yeah, and we kept our promise. They have no reason to keep her detained. I hope you're right. But the situation is different than before. Huh? I'd imagine so. There was that clash with the Roland's Empire, you know? So, if she'd seek peace with them in this situation... It would only make things worse for her. Too bad she's not the type to just sit patiently in times like this. Alicia is part of the royal family. The Chancellor shouldn't be able to do anything so brazen. I sure hope so. Das ist ein Politiker, also bitte, der wird garantiert so scheiße sein. Also... Was sagen uns die denn hier? Oh, Hirte. Wir durchsuchen die Ruinen in dem Gebiet ums Damensee. Offenbar bewegt sich der Zug von Fürstin Maltran zu den Ruinen hinter dem Wasserfall, den wir letztens entdeckt haben, um eine richtige Untersuchung durchzuführen. Schön, danke, dass du mir alles verrätst. Scheint richtig geheim zu sein. Das sag ich doch, hinter dem Wasserfall. Haha. Und wir machen jetzt erstmal schnell den fertig. Er sollte ja... Ja, komm, Level 19, weißt du. Ist ja auch noch hier. So, der ist easy. So. Rang plus 40. Alter Finne, da haben wir aber... Schade, weil 50 kriegen wir ein Achievement. So, wie kommen wir denn jetzt hinter dem Wasserfall? Ich hatte ja irgendwie die Vermutung mit Mikleos Kraft, dieses Unsichtbarkeitsding. Aber ich sehe gerade, man kann sich drüber teleportieren. Ha! Und wieder zurück. Finde ich eigentlich ganz cool. Alles klar, dann gucken wir jetzt mal in die Wasserfallruine rein. Das wird
denke ich mal, die Wasserprüfung sein, weil unterm Wasserfall, also, ne, das klingt logisch auf jeden Fall. Nein, ist die This is Windruine. it. It hasn't been eroded by the waterfall at all. If it wasn't recently made, then that means... It's using seraphic arts. This ruin must date from the Temperance of Avarost. Correct. This is Lefay, the Shrine of the Trial of Water. It has been some time since we were visited by a shepherd. I'm the shepherd Saray. I'm the Prime Lord, Lila. You must be a servant of the Water Lord, Amanak. Indeed. I'm Altol, the Protector Seraph who serves Amanak. I'll get right to the point. What must we do to obtain the spiritual power? My sword! Where? Where is my sword? Back! Holy crap! Swords? There's something above. That is Azura. I've heard of him. A powerful Hellion sustained by rage and able to fight eternally without rest. Is the trial to quell Azura? No. To receive the spiritual power, you must find out the reason why Azura became a Hellion to begin with. We can't just purify him? We have to know the reason? If you truly are the shepherd, you should know why that is important. Right. Psychotherapy, my favorite. It isn't called a trial for nothing. I wish you luck. The water trial. Guess it's my time to shine, huh? You'll be fine. It doesn't technically hurt. Technically. Habe ich mir auch gerade gedacht, eigentlich tut es nicht weh. Eigentlich. Ja, also ich würde jetzt mal so ganz grob behaupten, dass der Typ sein Schwert verloren hat. Ich meine, where's my sword? Und dann wirft er hier mit 3 Schwertern auf uns. Also ich habe das Gefühl, dass er sein Lieblingsschwert verloren hat. Jetzt müssen wir den Grund finden, warum der... Wo geht's denn hier überhaupt lang? Ah, in die andere Richtung, alles klar. Jetzt müssen wir den Grund finden, warum der, naja, so ein Helion geworden ist. Da haben wir es. Gut. Boah. Okay. Wie groß ist das denn hier überhaupt? Okay, das ist nicht sehr... What are those things? They look like eyes. That's because they are eyes. I didn't realize arts like this were still alive. Jetzt gibt's Ärger. Ich glaube, dafür müssen wir uns unsichtbar machen. Kann das sein? Ja, wir werden wieder zurück teleportiert. Okay. Wir müssen scheinbar die Augen offen haben. Naja. Vor diesen Augen. Denn, naja, wir dürfen wohl nicht von diesen Augen gesehen werden. Deswegen machen wir uns jetzt unsichtbar. Und dann können wir nämlich ganz fix hier durchlaufen. Oder auch nicht. Das war jetzt, naja, alles andere als fix. Okay. Ah, okay, da sind 3 Augen. Auf der anderen Seite sind 2 Augen. Dann vermute ich mal, dass wir erst hier durch müssen. Die Musik hier ist wenigstens angenehm. Aber schnell über die Musik reden, damit man sich nicht drüber aufregt, was hier gerade abgeht. Ich teleportiere mich jetzt den letzten Rest. Vielleicht hilft das, ich weiß es nicht. Aber ich hätte ja auch noch ein bisschen weiter nach vorne gehen können. Ich denke mal... ich denke mal, wir dürfen nicht auf diese Schilder hier kommen. Also machen wir das jetzt so. Tigern ganz schnell rüber. Und jetzt haben wir es geschafft. Ah, okay, alles klar. Gut. Man muss auf den Boden achten, nicht an die Wände. Das muss man ja auch erstmal wissen. Eine Schlange. Hallöchen. Also der Oberteil, der Unterteil nicht Hallöchen, aber... Ach, ich mach die fertig, komm. Ist doch egal. Ready, everyone? Soa is dangerous no matter how close you are to it. So then what do we do? Why don't you go figure it out? When it's Erledigt. go time, we go all the way. Overdue. Recht easy. Also, das war jetzt auch, glaube ich, nur, weil die ganze Zeit betäubt waren. So. Ich höre schon irgendwelche Geräusche. 22. Jahr des gemeinsamen Kalenders, Monat des Grün.
Was habe ich gefunden? Der Wasserreservat erscheint und drängt mich zum Hirten zu werden. Er sagt, ich hätte großes Potenzial. Aber kann ein Schwertschmied wie ich wirklich zum Hirten werden? Is this the diary of a shepherd? A swordsmith suddenly visited by a seraph. Aha, jetzt müssten wir langsam seine Geschichte erfahren. Ich denke mal, dass der Typ ist, den wir jetzt hier enthelonisieren sollen. Sagt man das so? Ich sag das einfach so. Das ist wohl der Typ, den wir jetzt hier, naja, läutern müssen. Nennen wir es mal so. Ist verlassen? Was verlassen? Achso. Irgendwelche Augen? Irgendwas, was ist... Ich vertraue dieser Brücke nicht, aber ich gehe trotzdem rüber. Was ist das hier hinten denn? Speicher eben. Nicht, dass wir in einen qualvollen Höllentod sterben. Ah, teleportieren. Aber wohin? Ich denke mal, das würde uns bis jetzt erst noch zum Eingang führen. Ein Wasserelefant. Hallo, Wasserelefant. Aquafant. Oh, der ist voll cool. Nein. So ein Schlingel. Oh, Mann, voll den Angriff unterbrochen. So. Gegen was ist denn? Oh, hier, Schwäche sogar Erde. Das ist ja super. Da kommt mir meine Edna ja gerade gelegen. Da können wir die ja... Da kommen wir Edna ja gerade gelegen. So, hier können wir wieder runter. Oder wir bleiben auf der Ebene. Okay, das ist hier auf jeden Fall schon ein bisschen labyrinthiger als... Naja, da wo die Erdprüfung war. Das war... Wie gesagt, die Erdprüfung war echt einfach gewesen. Wo kommen wir jetzt hin? Verdammt! Verdammt! Nein! Warum? Warum tust du das? Jetzt dürfen wir den ganzen Weg wieder laufen. Oh. Oder auch nicht. Teleportieren. Ja, klar. Warum nicht? Ich denke, ja, das ist da, von wo wir kommen. Ich dachte schon, wir dürfen jetzt den ganzen Weg wieder laufen. Gott sei Dank. So, jetzt aber. Und jetzt nicht so überstürzt in irgendeinen Raum rennen. Oh, geil, eine Kiste, die muss ich haben. Ja, Wasserpfand töten. So, wir warten mal kurz, bis uns die Aufnahmeleiste da wieder... Ja, gut, Edna werde ich jetzt nicht mehr rumädnern. Machen wir jetzt mehr so fertig. Sieht man ja, das klappt. Aua, hau mich nicht. Blöder Elefant. So. So. Ja. So, wo waren wir lang? Wir sind hier lang gegangen und dann sind wir hier voll in die Falle getappt. War das hier schon? Ja. Müssen wir mal ein bisschen gucken. Okay. Alles klar, wir dürfen 6000 Geld erhalten. Jetzt machen wir hier wieder. Dann können wir hier rüberlaufen. Das werden wir dann nicht gesehen. Und dann machen wir hier öffnen. Müdigkeitsschild. Ah, Wirkung von Müdigkeit. Jetzt frage ich mich natürlich, ne? Kann man sich drüber teleportieren? Nein, drüber teleportieren kann man sich nicht. Ich dachte, weil drüber teleportiert dürfen ja eigentlich nicht gesehen sein, aber na gut. Wir müssen... Geht nur mit Unsichtbarkeit. Wir können uns nicht drüber teleportieren, na alles klar. Jetzt, wo man es weiß, ne, da ist es dann halt natürlich auch ein bisschen einfacher. Deswegen gehen wir erstmal wieder zurück in unseren Stockwerk, wo wir die ganze Zeit herumwuseln. Denn da führt dann nämlich noch eine Tür aus dem Raum. Und die müssen wir natürlich auch noch untersuchen. Ja, ein Elefant.
Bin ich im Zoo oder was? Den lasse ich jetzt mal in Ruhe. Der war einfach zu niedlich, weil der hat mich anterrört. Und alles, was mich anterrört, ist halt niedlich. Du bist nicht niedlich. Du terrorst nicht. Verdammt! You ready, Sarai? Ja. Das wollte ich gar nicht. Eigentlich wollte ich das. So, auf Schwäche Erde. Das ist ja super mit Edna denn hier. So, die prügeln wir jetzt auch ein bisschen hier nieder. When it's go time, we go all the way. Overdo it. Genau. Aber wenigstens ist, wie gesagt, die Musik hier wesentlich schöner, muss ich sagen. So, wir machen uns mal schnell unsichtbar. Schacki. So, es hat niemand gesehen, dass wir uns hier durchschleichen. So, machen wir jetzt auch hier die Tür auf. Nix auf dem Boden, alles klar. Da ist wieder... Hey, wirklich? Ach, ich hasse euch. Kommen wir rüber? Nee, 3 Dinger können wir nicht überqueren. Alles klar. Ja, der Weg war jetzt recht unnötig gewesen. Möchte ich beinahe behaupten, aber das wäre fies den Weg gegenüber. Der war halt eine Erfahrung für sich. Sagen wir es mal so. Der Weg war eine Erfahrung für sich. Gut, wir haben aber noch hier hinten, neben unseren Tröterich, war ja noch eine Tür. Ja, ist kein Tröterich mehr, ist da doof. Gut. So, hier können wir nämlich auch noch lang. Ein Tröterich, aber sonst liegt keine Augen auf dem Boden. Nein. Hier ist bestimmt wieder ein Tagebuch drin. 25. Jahr des gemeinsamen Kalender. Monat des Weisen. Ich bin bereits seit 3 Jahren der Herde. Ich widme mein Leben den Pflichten, die ich erfüllen muss. Aber die Bosheit regeneriert sich dennoch ständig. Ich muss etwas unternehmen. Ich will noch mehr Menschen retten. More of the Shepherd's Diary? Looks like it. Mhm. Wir können da jetzt einen Stockwerk höher gehen, aber ich würde sagen, wir gucken erstmal hier lang. Also er ist auf jeden Fall in seiner Aufgabe scheinbar aufgegangen, sonst hätte er ja nicht das so gesagt. Okay, jetzt sieht es hier natürlich ein bisschen quer aus. Ja, ich sehe schon, dass wir da nicht weiterkommen, aber trotzdem werde ich da mal hingehen. Verdammt, falsche Taste. Es tut mir leid. Okay, das ist hier definitiv eine... Ja, eine Prüfung, die ich Mikleo zugetraut hätte, weil ich mag Mikleo ja nicht und deswegen mag ich diese Prüfung hier auch nicht. Und das ist definitiv so eine Prüfung, die ich ihm zugetraut hätte, weißt du? Ah, Mann. So, ich muss die 3 drücken, aber ich habe so fettige Finger, also Fettfinger, nicht fettige. Ich wasche mir mindestens einmal täglich einen Finger. Also ich bin mit 10 Tagen, also nach 10 Tagen bin ich mit allen Fingern fertig. Quasi. Die Truhe hatten wir jetzt. Und denke ich mal, wird auch nur weiter das drinne stehen. So. Aber wie ich schon sagte, hier müssen wir garantiert... Nach oben und nach unten? Ich weiß gar nicht, was das heißt. So, ich drücke jetzt die 3. Es kann nichts passieren, wenn ich die 3 drücke. So, dann mache ich hier das. Weil wir wissen ja, 2 Schritte können wir übergehen. Looks like there's something nearby. Ah, hier kann ich was prüfen, alles klar. Machen wir das doch erstmal. Die Truhe. Feldspaten, Tiare. Warte. Da. Beschädigte Augapfelstatue. These traps aren't working. They're all busted. Serves him right, the creepy eyeball things. We can rest for a bit. It'd be a miracle if they had been working. These date all the way back to the temperance of Avarost. Here we go again. In English, that means... So, the era known as the temperance of Avarost was when Seraphic civilization reached its peak. A great many buildings and artifacts from those times were crafted using the power of seraphic arts. So the era of wiggy magic everywhere, basically. We're talking ages and ages ago? Yeah, older than even Edna. Sarai. Yow! It's thought that the temperance preceded the era of the gods, but not a great deal is known for certain. Many vital records were lost during the age known as the Dark Period.
But these shrines of trials have preserved relics of things that could only have been made by Seraphim. They're precious evidence that the temperance of Avarost really and truly happened. Even a bunch of weird-ass eyeballs can be a treasure if you've got the right mindset, huh? Yeah. You can't fathom the true meaning of legends until you've seen their history with your own eyes, so to speak. Ha! You look just like Maven when you say that. Indeed. The face of a hopeless romantic. A charitable way to say naive simpleton. Würde er naive Einfallspinsel sagen. Ich weiß, wo ist denn hier was kaputt? Ach, das... Ah, das meint die mit kaputt. Okay. Habe ich gar nicht gesehen. Gut. Da haben wir Edna wieder beleidigt. Da hat sie uns wieder piekst. Das war wieder natürlich geschickt von uns. Geschickt von uns eingefädelt, möchte ich sagen. So, da kommen wir nämlich auch nicht lang. Und überall kommen wir nämlich nicht lang. Also den Raum müssen wir später mal betreten, wenn wir irgendwie eine Möglichkeit herausgefunden haben,